Helbe Leasing ist ein mittelständisches Leasingunternehmen, das sich spezialisiert hat auf die Begleitung von grafischen Unternehmen. Und wir machen das seit 35 Jahren mit viel Freude. Es geht darum, einen Zugang zu Fremdkapital zu bekommen, eine Finanzierung zu bekommen, um damit dann Technik, im Leasing gibt es diesen schönen Spruch, Pay as you earn, also durch das verdiente Geld sozusagen bezahlen zu können und damit Eigenmittel schonen zu können, nicht ans eigene Geld herangehen zu müssen, als Alternative zum Darlehen. Das ist eine ganz einfache Strategie. Da wir unseren Kunden gerne als Dienstleister begegnen möchten, haben wir die Strategie, kümmere dich um deinen Kunden, dann geht es dir selber auch gut. Soll heißen, wir versuchen unser Produkt, das Finanzieren, mit sehr viel Nachhaltigkeit, Beratung zu untermauern. Wir verstehen von wenig sehr viel. Sehr offen. Das ist das erste Thema, was wir dort ansprechen. Wenn ein Kunde keine Vertriebsstrategie hat, wird er es in den jetzigen Zeiten schwer haben. Häufig haben wir das Problem, dass die Kunden natürlich eine Strategie haben. Keiner arbeitet am Markt ohne Strategie. Sie ist aber nicht niedergeschrieben und damit ist sie sehr schwer zu kontrollieren und natürlich auch sehr schwer, den neuen Ansprüchen sozusagen anzupassen, die sich sehr schnell ändern können. Ich glaube, es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Stichwort Corona, Stichwort Inflation, ausgelöst durch Ukraine-Konflikt und wahrscheinlich noch kommenden Konflikten. Gerade in diesen Zeiten, die gar nicht so unnormal sind, wenn man sich Nachrichten von vor 20 Jahren anguckt, haben wir viele Themen auch damals schon gehabt. Aber sie werden heute anders wahrgenommen. Empfiehlt es sich, strategisch vorzugehen, sich einen Plan zu machen, diesen niederzuschreiben für die Zukunft, um dann eben entsprechend schnell und trotzdem professionell reagieren zu können. Ja, es gibt immer Unterschiede bei diesen Finanzierungsmodellen. Als Jurist bin ich immer gerne geneigt zu sagen, es liegt im sogenannten Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, dem EBV. Da geht es um Sicherheiten, da geht es um unternehmerische Freiheiten, handeln zu können. In den Modellen ist man unterschiedlich eingebunden und auch unterschiedlich verpflichtet. Ein ganz einfaches Beispiel. In Deutschland gibt es diesen wunderschönen Spruch, wenn man zur Bank geht, geben die einem Regenschirm, wenn die Sonne scheint. Und wenn es dann anfängt zu regnen, nehmen sie einen diesen Schirm wieder weg. Der Hintergrund ist eigentlich ganz simpel. Keiner von uns würde jemandem Geld leihen, der in Schwierigkeiten ist. Und das ist leider oft der Fall, dass die Unternehmen gerne zur Bank gehen, wenn sie Geld brauchen. Meine Empfehlung ist, Eigenkapital sollte man schonen. Ich habe noch nie von einem Unternehmen gehört, das in Schwierigkeiten gekommen ist, weil es zu viel Geld hatte. Und Eigenkapital hat den wahnsinnigen Charme, dass man selbst darüber entscheiden kann, wann man es einsetzt. Meine Empfehlung, wenn der Plan nicht aufgeht, wenn man anpassen muss, dann greift man an das Eigenkapital. Die Finanzierungskosten, egal welches Modell, Leasing, Darlehen, wie auch immer, schrecken viele ab, weil sie angestiegen sind. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Finanzierungskosten zurzeit im Rahmen der Inflationsbekämpfung besonders hoch sind. Historisch betrachtet sind sie eher mittel, sondern es hat damit zu tun, dass wir alle gewohnt sind, aus einer Niedrigzinsphase zu kommen. Das Ganze kann man mit einer guten Bilanzpolitik hervorragend austarieren. Dann muss man natürlich ein bisschen tiefer einsteigen, wenn man eine Investition plant. Ich würde mir immer überlegen, welcher Partner macht für mich strategisch in meiner Finanzplanung am meisten Sinn. Natürlich ist es so, dass auch der Bankberater gerne eine Maschine finanzieren möchte, aber dann hat man irgendwann vielleicht den Rahmen bei der Bank gesprengt und wenn man dann eine Investition in die Immobilie machen möchte, fehlt der Partner. Darum würde ich immer empfehlen, Grundsatz, ich finanziere mit der Bank. Das, wofür auch nur die Bank zur Verfügung steht und nehme einen Leasinggeber als Beispiel hinzu, wenn ich in etwas anderes investieren möchte. Zweiter Gedanke sollte sein, Leasing hat einen ganz entscheidenden Vorteil, der wird gerne weggelächelt, aber tatsächlich hat er den Vorteil, in den eigenen Büchern eigenkapitalschonend aufzutreten. Und das ist in den heutigen Zeiten, wo die Banken insbesondere, die Finanzierer generell, insbesondere aufs Eigenkapital gucken, ein nicht zu unterscheidender strategischer Wert.